Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es wieder ein tolles ketogenes Brot, MashaAllah, das sich von herkömmlichem Brot in keinster Weise unterscheidet, weder vom Geschmack her noch von der Konsistenz. Wir sehen hier schon beim Anschneiden, wie fluffig und elastisch dieses Brot ist. Es ist super einfach herzustellen, jeder kann es nachmachen. Und das ungesunde Weißmehl wird hier in diesem Brot mit Mandelmehl, Kokosmehl und Leinsamenmehl ersetzt. Aber auch Chiasamen und Flohsamenschalen kommen in diesem Brotrezept vor. Dieses Brot ähnelt vom Aussehen und vom Geschmack her meinem Low-Carb-Brot aus Kichererbsenmehl und Leinsamenmehl. Das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Das war allerdings nur Low Carb wegen dem Kichererbsenmehl. Dieses Brot allerdings ist ein wirklich ketogenes Brot, denn es beinhaltet nur minimalste Mengen an Kohlenhydraten. Wir fangen damit an, 15 Gramm Flohsamenschalen in die Schüssel zu geben. Dazu kommen 20 Gramm Chiasamen, 1 Teelöffel Halid-Salz, man könnte auch Himalaya-Salz verwenden, dann 400 Milliliter heißes, dampfdestilliertes Wasser, das wird kurz verrührt alles und dann kommt noch 1 Esslöffel naturtrüber Bio-Apfelessig hinzu. Mit dem Schneebesen verrühren und dann stellen wir die Schüssel zur Seite, damit die Samen quellen können. In die zweite Schüssel geben wir 70 Gramm Mandelmehl von Bio-Qualität und dann vermahlen wir 180 Gramm goldene Leinsamen zu Leinsamenmehl und geben das dazu. Dann kommen 50 Gramm Bio-Kokosmehl hinzu, ferner 20 Gramm Bio-Schwarzkümmelsamen. Mein Video zum Allheilmittel Schwarzkümmel verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Und dann kommen noch 30 Gramm Bio-Sesamsamen hinzu. Die hatte ich vorher keimen lassen und wieder getrocknet. Das möchte ich für alle Samen immer empfehlen. Mein Video zu den Sprossen und Keimlingen verlinke ich euch hier oben auch gerne nochmal. Ein halber Teelöffel Natron kommt noch hinzu und ein gehäufter Teelöffel von dem Johannisbrotkernmehl. Dann wird alles gut mit dem Schneebesen verrührt, damit keine Klumpen entstehen. Und sobald das getan ist, kommt jetzt diese Trockenmischung zu der inzwischen puddingartigen Flohsamenschalen-Chiasamen-Mischung. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Mischung mit der Hand gründlich durchzukneten, bis wir einen richtig schönen Brotteig erhalten. Das geht super einfach und der Teig ist eigentlich auch überhaupt nicht klebrig. Das liegt daran, dass die Flohsamenschalen-Chiasamen-Mischung eine puddingartige Konsistenz hatte. Das ist nämlich wichtig und so lange muss man sie auch quellen lassen, damit wir die ideale Teigkonsistenz erhalten. Der Teig kommt jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und wird einfach mit der Hand zu einem Brotleib geformt. Den dekorieren wir dann noch mit einigen Schwarzkümmelsamen und Leinsamen und drücken diese gut fest in den Teig. Der Ofen ist inzwischen längst schon vorgeheizt worden und darein geben wir jetzt dieses Blech auf Mittelstufe und backen das Brot jetzt bei 190 Grad Celsius genau 70 Minuten. Wir sehen, wie schön das Brot aufgegangen ist, MashaAllah, und das lassen wir jetzt auf dem Ofenrost hier vollständig auskühlen. Das ist ganz wichtig, das Brot darf nicht angeschnitten werden, bevor es nicht vollständig ausgekühlt ist, denn würde man es im warmen Zustand anschneiden, würde es in sich zusammenfallen. Deshalb warten wir brav, bis das Brot komplett ausgekühlt ist und dann können wir es anschneiden und wir sehen jetzt beim Anschneiden auch schon, wie schön fluffig und elastisch das Brot ist, MashaAllah. Wir haben also ein wunderschönes Brot erhalten, welches von herkömmlichem Brot weder in der Konsistenz noch im Geschmack zu unterscheiden ist. Der herrliche Duft ist kaum zu übertreffen, der entsteht vor allem durch das Kokosmehl und das Mandelmehl. Ungesundes Weißmehl führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Arteriosklerose unter anderem. Und das haben wir hier mit dem gesunden Mandelmehl, dem Kokosmehl, den Leinsamen, Chiasamen und den Flohsamenschalen ersetzt. Eine wunderbar gesunde Kombination mit minimalsten Mengen an Kohlenhydraten, sodass wir wirklich ein ketogenes Brot vorliegen haben. Das Kokosmehl ist ballaststoffreich, frei von Gluten und Phytinsäure. Es ist eiweißreich, schützt den Blutzuckerspiegel und ist eine der ergiebigsten Ballaststoffquellen. Die Chiasamen sind ein Superfood. Sie enthalten unter anderem wertvolle Omega-3-Fettsäuren, sehr viel Eiweiß. Der Calciumgehalt übertrifft die Milch bei weitem. Auch in puncto Eisen sind Chiasamen eine interessante Quelle. Sie enthalten doppelt so viel wie Spinat. Chiasamen können die Zinkversorgung unterstützen. Gegenüber den Leinsamen enthalten sie mehr Zink, Kupfer und Mangan, wohingegen es kaum ein anderes Lebensmittel gibt, was so viele Lignane enthält wie die Leinsamen. Lignane sind sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer und entzündungshemmender Eigenschaften.
Außerdem zählen sie zu den sogenannten Phytoöstrogenen. Sie haben also östrogenähnliche Wirkung und können daher sowohl eine Östrogendominanz positiv beeinflussen, als auch einen Östrogenmangel beheben helfen. Das Brot könnte man hier jetzt mit gesundem Aufschnitt belegen, wie zum Beispiel Bio-Räucherlachs, der auch gesunde Omega-3-Fettsäuren liefert, und mit gesunden Sprossen zum Beispiel. Das hier ist zum Beispiel mein Wunderlauchpesto. Mein Video dazu kann ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Ja, und wie positiv sich der regelmäßige Verzehr von Mandel oder Mandelmehl auf unsere Gesundheit auswirkt, das hatte ich euch ja schon in vielen meiner ketogenen Rezeptvideos mitgeteilt. Wir haben hier also wieder einmal ein ketogenes Brot gezaubert, was sich von herkömmlichem Brot weder im Geschmack noch in der Konsistenz noch im Aussehen unterscheidet. MashaAllah. Dafür aber um ein Vielfaches gesünder ist und mit bestem Gewissen konsumiert werden kann. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten und vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.